Wir sind bei größten Drift-Event Europas und fahren dort ohne zu fahren. Was diese Karosse damit zu tun hat, erklären wir euch gleich. Hallo in Deutschland, Kameraden. Wir fahren zum krassesten Motorsport-Event Deutschlands. Oder Kurva eigentlich Europas. Und eigentlich sollte das mit dieser Silvia sein. Und wieso ist die Silvia nicht fertig? Weil das aktuelle Status von Kurva Warstadt ist. Es gibt noch nicht mal Hebebühne, geschweige denn richtiges Licht. Aus diesem Grund sieht Silvia immer noch so aus. Willst du Kurva was zu deiner Verteilung sagen? Kurva, was für Verteilung, was für Silvia. Dein Skill reicht aktuell maximal aus, Kurva in Baumarkt Farbe kaufen zu fahren. Guck dich mal an. Was ist das hier, Digga? Wo kommt das her? Bevor Baustelle startet, muss man erstmal diese ganze andere Fuhrparkkurve hier wegräumen, damit man hier ein paar Stunden arbeiten kann. Das hat dich Kurva behindert, oder was? Damit ihr wisst, wir haben früher Kurva Achselmessung im Mannheim mitten im Parkhaus gemacht, bei den Allmanns, morgens um 5 Uhr und das hat keinen gestört. Und dich auch hat es nicht gestört. Jetzt, Kurva, liegt es am nicht fertigen Chassis. Was ist mit diesem da hinten Automobil? Ist es nicht bereit? Wenn man dich in diese neue Chassis überhaupt reinlässt, musst du Kurva vorher 2 Jahre Silvia gefahren sein und vor diesen 2 Jahren, Kurva, müssten wir mit diesen 2 Haufen weitere 2 Jahre Kurva trainieren. Das heißt 4 Jahre. Das heißt 2030 wärst du überhaupt bereit, um an den Start zu gehen. Selbst dann wäre es schwierig, gegen die Elite überhaupt eine Chance zu haben. Aktuell, Kurva, weißt du nicht mal, wo der erste Gang in der Silvia ist. Und Kameraden, jetzt sagt ihr bestimmt, was ist bei euch los? Ihr habt doch Kurva diese Silvia. Diese Silvia ist ein reiner Flickenteppich. Wie ihr wisst, wurde Silvia bei Deutschlands beste Driftbauer für ungeplante 30.000 Euro von damals noch Street Legal SR20 auf 2GZ umgebaut, weil Parag und Rusak Kurva Zeit sparen wollten und es schnell gehen musste. Und was kam raus? Kompletter Pizdietz ist passiert. Damit ihr versteht, 30.000 Euro für Matter-Swap, Getriebeumbau, Kardanwelle, Elektrik- und Spritsystem. Bis heute haben wir nur Probleme. Von Event zu Event wird geflickt und Fehler behoben. Und das ist Kurva kein Competition-Zustand. Weil beim Iron Drift King muss Automobil und Fahrer top vorbereitet sein. Aber dieses ganze Thema erzählen wir euch noch im Detail, weil laut Palags Meinung wurde hier Kurva sogar Schwarzgeld eingeklagt. Und das Kurva in Alemannia. Aber dazu bald mehr. Wir haben endlich alle Euronen, die damals von vielen Ecken zusammengesucht wurden, um überhaupt alles zu bezahlen. Weil Kurva von 30.000 war nie die Rede. Für Kurva dieses Ergebnis, was uns mehrere Jahre zurückgeworfen hat. Aber wir sind Kurva noch hier und erzählen euch wie immer alles unzensiert. Egal ob das vielen nicht passt und man Kurva uns dafür hasst. An dieser Stelle Grüße an alle Hater aus der almanischen Altherren-Drift-Szene gehen raus. Ihr könnt uns mal. Damit ihr Kurva versteht, warum man bei diesem Thema so aggressiv wird. Von genau so Zuständen reden wir. Gib die Kamera, Kurva, her, bevor du Puls kriegst. Okay, was ist Fakt? So sieht aus, wir haben kein fertiges Automobil und vor allem keinen fertigen und einsatzbereiten Fahrer. An der Geburtsstunde von Iron Drifting haben wir das Potenzial gesehen, dass der Veranstalter auf jeden Fall das Zeug dazu hat, die germanische Driftszene auf ein neues Level, Kurva, zu heben, damit endlich eine echte Drift-Community in diesem Land gibt, weil bis jetzt, Kameraden, ist das alles Regionalliga. Egal ob ihr Veranstalter, Fahrer oder vor allem Fan seid, wir wollen euch zeigen, das Event, wo alle hinstreben sollten, auf dieses Niveau, international mit den krassesten Fahrern, beleuchten wir unzensiert. Wie war nochmal an? Die Kurva rum. Ist das jetzt an oder ist es aus? So ist an, sicher? Nein, nach oben. So ist an. Richtig. Auch wenn wir nicht als Fahrer am Event teilnehmen werden, müssen wir das Event für euch in Germanien beleuchten. Denn es ist das krasseste Motorsport-Event, ohne zu übertreiben, was in diesem Land überhaupt existiert. Denn ihr da draußen als Fans könnt das Event auch direkt beeinflussen. Wie genau, dazu kommen wir noch. Das ist nur eine der Sachen, die bei diesem Event anders ist, wie bei allen anderen Events. Was genau wird der Palag euch dazu sagen? Hast du dich mittlerweile, Kurva, beruhigt eigentlich? Kostenlose Reifen für Battles, die Kurva schon vor Ort sind. Preisgelder im Wert von 50.000 Euro. Schon ab Top 16 gibt es Preisgelder für alle Fahrer. Es gibt Kurva ein Loser Bracket. Wenn du Kurva verkackst, hast du trotzdem zweite Chance und bist noch Kurva im Game. Und hast die Chance
alles abzustauben. Keine Qualifikation, die Fans vor Ort entscheiden. Und das, Kurva, seid ihr da draußen. Dazu coacht der Veranstalter noch die Fahrer, sich selbst zu helfen. Was das genau bedeutet, darauf gehen wir noch ein. Gemeinsam mit euch haben wir im Livestream einen Piloten ausgewählt, den wir supporten werden. Es wurde ein Pilot mit einem Toyota Corolla AE86 und vor allem passt der Fahrer wie Faust aufs Auge bei uns. Es wurde ein Engländer, um genau zu sein, aus Wales. Alleine die Kommunikation wird sehr interessant und spannend werden, Kameraden. We was really new. Each run we learn very much things, and now we are on a place that we see that Es wurde gefiltert nach kein GDM raus, hohe Reichweite raus und natürlich Kameraden, was große Pluspunkte spielte. Er sollte sympathisch sein. Die Kameradschaft hat abgestimmt und es wurde ein regionaler Fahrer, der in die Champions League direkt startet. Gavin ist motiviert und hat Bock. Für uns und unsere Kameradschaft ist das die Katze, die schwarze Katze im Sack, aber irgendwie wirkt das sympathisch. 41 Jahre jung, driftet seit 7 Jahren, hat BMW E36 für 50 Pfund gekauft und losgedriftet. Zu einem Drift King kommt er mit Toyota AE86, Baujahr 1984, mit Toyota Herz 1 UZ mit 756 PS und gleicher Anzahl an Newtonmeters. Alle weiteren Details blenden wir euch jetzt ein. Kameraden, wir sind gespannt und haben Bock, euch wie immer Drift Live unzensiert zu zeigen. Und das Gute ist, wir können uns für euch maximal auf Videos und Storytelling konzentrieren. Denn bei Events fahren und euch Behind the Scenes aus allen Blickwinkeln zu zeigen, ist Kurva einfach nicht möglich. Wie beim Drift Masters Grand Prix, wo der Rusak mit einem Teil gerettet hat, was entscheidend war. Und das wissen die wenigsten, aber die Kameradschaft, ihr da draußen, habt es alle genau gesehen. Wie der David Rusak den Shanahans zum Podium verholfen hat. Damals war alles ungeplant, das wird Kurva jetzt aber alles anders da. Wir sind schon in Kontakt mit Gwion und seinem Team, was Kurva aus seiner Frau und einem Kameraden besteht, was uns direkt an uns selber erinnert. Daher freut euch schon auf krassen Videocontent und direkten Livestreams vor Ort. Oder noch besser, 15. bis 17. August, Iron Drift King, kommt vorbei und trinkt mit Palak und Rusak den ein oder anderen Hustensaft. 175 PS, 1000. Rusak, willst du was Produktives beitragen? Wenn ein Event in Almania, dann das. Jetzt sagen einige von euch, oh Kurva, wie teuer, aber andere Events sind nicht zu vergleichen. Das ist ein ganzes Drift-Festival. Jeden Monat 25 € hinlegen. Ab jetzt habt ihr gar kein Problem, bis dahin alles euch zu ermöglichen und an diesem Festival, zumindest als Fan und direkter Einfluss als Zuschauer teilzunehmen. Weil eins ist garantiert. Alle Fahrer gehen all in und es wird sich maximal um euch gekümmert. Deshalb kein 10 € Dixie-Klo-Eintritt wie bei anderen Events. Deswegen beeilt euch. In der Beschreibung haben wir euch Gwions Vorstellungsvideo verlinkt und seinen Instagram-Account. Zeigt ihm, wie krass die Kameradschaft ihn unterstützt. Vielleicht habt ihr da draußen die Möglichkeiten oder Ideen, wie wir den Kamerad vor Ort und vorab unterstützen können. Zu allen Details zum Iron Drift King wird es separates Video geben, weil, Kameraden, da ist so vieles anders und neu und krass, das Kurva muss man im Detail beleuchten und euch da draußen erklären. Aber Kameraden, vertraut uns, schnappt euch direkt ein Ticket, bevor es Kurva keine mehr gibt. Jetzt zieht euch als nächstes dieses Driftmasters Video rein, damit ihr wisst, was euch erwartet. Bleibt also gespannt. Bis zum nächsten Video.